Hallo Leute, da bin ich wieder. Wer kennt es nicht? Nach kurzer Zeit läuft das Wasser in der Wanne oder am Waschbecken nicht richtig ab. Gerade wenn man längere Haare hat, setzt sich der Abfluss ruckzuck zu. Um den Abfluss frei zu bekommen, muss man nicht gleich die Chemiekeule auspacken. Das ist ein sogenannter Krallengreifer. Mit solch einer Spirale könnt ihr innerhalb 2 Minuten den Abfluss wieder frei bekommen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Die Spirale durch die Öffnung im Abfluss stecken, die Krallen dabei öffnen, dann nach unten drücken, Krallen schließen und die Spirale dabei drehen, damit sich die Haare daran verfangen. Für die, die es kaufen wollen, die Spirale werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Und wie man sehen kann, dauert es nicht lange und man hat schon den ersten Bündel Haare rausgezogen. Über den Abfluss haben wir natürlich auch ein Sieb, aber wie man sehen kann, fängt das Sieb nicht wirklich die Haare alle auf. Es ist ja nicht so, dass nicht nur das Wasser schlecht abläuft. Aus dem Abfluss riecht das auch nicht gerade angenehm. So, jetzt müsste langsam alles raus sein. Einmal noch einstecken, drehen. Und dann müsste, denke ich mal, das Gröbste draußen sein. Ja, wie man sehen kann, ist nochmal eine große Ladung Haare raus. Und ich denke, das dürfte es gewesen sein. Der Abfluss ist frei. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Ich glaube, ihr würdet es nicht mögen. Der Abfluss ist wieder frei. Damit es auch wieder angenehm riecht, kann man Zitronensäure und Backpulver in den Abfluss schütten und das Ganze ca. 1 Stunde einwirken lassen. Ja, der Abfluss ist mittlerweile frei. Das Wasser läuft wunderbar ab. Es riecht nichts mehr unangenehm. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich das Waschbecken von Haaren entfernen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.